Kapitel 2. Neue Freunde, alte Probleme. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Und da sind wir auch wieder zurück bei Red Dead Redemption. $15 hat Bonnie McFarlane für diesen Arzt bezahlt, der uns gerettet hat. Und $15 waren damals noch ziemlich viel. Wir sind jetzt hier auf der McFarlane Ranch. Hier vorne gibt es einen Schmied und allerhand andere Sachen. Und hier kommt doch wieder richtiges Wild-West-Feeling auf. Liebe Cowboys da draußen. Und John Marston wurde verletzt in der letzten Folge, hat die Kugel aber ganz gut weggesteckt. Und wir wissen jetzt auch, wer unser Feind ist. Ein Mann namens Bill Williamson. Angeblich ein alter Freund von John. So, und wir sollen jetzt Bonnie McFarlane folgen. Und spazieren hier mal gemütlich, leicht verletzt oder beziehungsweise eher fast schon schwer verletzt, über diese schöne Ranch. Ah, da vorne gibt es auch noch eine kleine Windmühle, ein Windrad, die Scheune, jede Menge Pferde und auch diverse Leute, die hier arbeiten. Hühner auch, das Evil Chicken, ist wirklich überall. Und da vorne steht auch die gute Bonnie, der Blondschopf hier. Und ein schönes Haus haben sie. Ah, John hat ein bisschen Schmerzen. John Marston, sozusagen der Lucky Luke der Neuzeit. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Huch, Entschuldigung, Bonnie. Das wollte ich gar nicht. Haben wir die ein bisschen angerempelt. So schnell geht das. Können wir hier eigentlich in die Behausung von hier reingehen? Ah, das scheint ein bisschen abgeschlossen noch. Kein Wunder, wir treiben uns ja auch hier rum und Bonnie, die hat uns jetzt zwar das Leben gerettet, aber die kennt uns ja gar nicht. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. Hier haben die also noch so ein kleines Gefängnis und hier gibt es auch ein Pferdchen für uns. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Und die Pferdsteuerung, die läuft halt ähnlich wie zu Fuß ab. Und Bonnie verpasst uns jetzt eine kleine Tour über die Ranch. Wenn du in der Nähe eines Begleiters reitest, kannst du X gedrückt halten, um dessen Geschwindigkeit zu halten. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before.
Ja, das ist recht praktisch, dass wir uns hier in einem Spiel befinden. Gerade da ist sowas doch sehr von Nutzen, sag ich mal. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Haben sogar einen eigenen Bahnhof hier. Und Pferdediebstahl wurde ja damals mit dem Tode geahndet. Da hing man verdammt schnell am Strick. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Dann halten wir mal hier und binden unser schönes, treues Pferd Come hier on, this an is the diesem only Pfeiler chance an. you're gonna get to rest. Und jetzt sollen wir wieder Bonnie folgen zu ihrem guten, schönen Haus hier auf der McFarlane Ranch. Und das ist ja echt ein schniekes Ding hier. Ich weiß zwar nicht genau, warum die einen eigenen Eisenbahnbahnhof brauchen, aber naja. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Na, dann wollen wir der guten Bonnie mal helfen. Immerhin hat sie uns ja auch das Leben gerettet. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. So, jetzt haben wir einen Repetierkarabiner. Unser erstes Gewehr, mit dem wir dann auch hoffentlich noch in dieser Nacht rumfuchteln können. Wir sollen Bonnie helfen, die Grenzen zu überwachen. Wir könnten sich ja allerhand Streuner herumtreiben, Pferdediebe und anderes Gesocks. How are you today? Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Man weiß ja nicht, was sich nachts hier im Wilden Westen alles so rumtreibt. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ein gemütlicher Ritt durch die Nacht. Mit Bonnie McFarlane. Einer taffen jungen Frau, glaube ich. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Ach, Kanickel? Die sollen wir erledigen oder was? Na dann mal los. Get your rifle out. Bam. These little thieves left their maker. Kopf einziehen, Bonnie. Ich mach das schon. Da hinten ist doch noch eins, oder? Ich glaube, ich habe sie nicht alle erwischt, aber immerhin ein paar. Marston, looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Na, das ist doch immerhin was. Lecker, lecker Kanickel-Ragout. Esse ich ja gar nicht gerne, persönlich. Also, ich weiß nicht, Kaninchen kann ich mich nicht so mit anfreunden. Ist für mich eher ein Haustier. Aber was will man machen? So, Bonnie sagt, wir haben noch viel zu tun. Dann mal weiter. Folgen wir der guten Frau mal. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Ach, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Erst die Kanickel und jetzt Kojoten oder was? Hier, Kojote. Bam. Ist da vorne noch einer? Nee, der ist zu weit weg. Da muss ich noch mal hinterher. Hinterher. Kojote.
Oh, da bin ich ein bisschen zu schnell nach vorne geritten. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. So, den haben wir. Da vorne ist noch einer. Und da noch einer. Komm schon her. Und den da hinten schnappen wir uns auch noch. So schnell entkommt uns der nicht. Gnadenlos haben wir es den Kojoten gezeigt. Auch wenn die ja eigentlich selber nur essen wollen, sich hier in der Wüste herumschlagen müssen. Sie können ja nicht einfach unsere Tiere reißen. Und dann mussten wir der guten Bonnie helfen. Whoa, whoa. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Naja, ich bin schon ein bisschen eingerostet mittlerweile im Schießen. Da muss ich mich noch dran gewöhnen wieder. Ist auch wieder eine ganz andere Steuerung als in Uncharted, das ich ja hier kurz vorher gespielt hatte. Aber das kriege ich schon hin. Here we are. Und jetzt sollen wir da das Pferd anbinden. Und hier, das ist ja unsere Hütte. Und ihr seht da, wir haben sogar eine eigene Latrine. Oh, ich wollte das eigentlich anbinden, das will ich gar nicht. So, komm schon, Pferdchen. Ganz ruhig, ruhig, Brauner. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Du kannst dich im Bett in deinem Zimmer schlafen legen, um das Spiel zu speichern. Wenn du schläfst, erwachst du 6 Stunden später. In der Truhe in deinem Zimmer findest du zusätzliche Munition. Aktuelles Data-Level 1 von 3, Ruhm plus 150, Ehre plus 50. Du kannst dich überall im Gemischtwarenläden bei Ärzten und Büchsenmachern mit neuen Waffen, Munition oder stärkenden Getränken eindecken. Das könnten wir ja theoretisch noch machen, aber ich sacke erstmal Munition ein. Manche Leute handeln sogar mit wertvollen Informationen über die nähere Umgebung, die in Karten oder Zeitungen zu finden sind. Wir haben ja ein bisschen Munition verballert, deswegen rüsten wir uns hier erstmal neu aus. Das macht der ganz automatisch, da müssen wir gar nicht jetzt nochmal hier irgendwie was rausholen oder so. Der guckt einfach, was wir haben und gibt uns dann die extra Munition dazu. So, gibt's denn hier sonst noch irgendwas, was wir tun könnten? Vielleicht können wir ja nochmal nachts gerade über die Ranch so ein bisschen streifen. Bevor wir uns jetzt hier schlafen legen. Die Outfits können wir theoretisch auch wechseln, aber da wir jetzt hier noch am Beginn des Spiels stehen, haben wir da noch keine weiteren Outfits zur Verfügung. Was geht denn hier sonst noch so auf der Ranch? Wer ist denn hier noch so wach? Und man muss wirklich sagen, das Spiel ist sehr detailliert gestaltet. Ihr seht das schon, das kann ich immer wieder nur betonen. Ich weiß, die Grafik ist mittlerweile leicht betagt, ist halt auch ein Open-World-Spiel, aber dafür kann sie sich immer noch sehen lassen, finde ich, absolut. Und hier geht es eigentlich auch mehr um die Atmosphäre, die wirklich erzeugt wird. Hier fühlt man sich wie im Wilden Westen. Wer ist das denn? Können wir hier einfach reinlatschen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hey, Mann. Ah, der scheint nicht gerade begeistert von unserer Anwesenheit zu sein. Ist also wahrscheinlich so ein Mitarbeiterschlafraum. Für die Erntehelfer oder so. Oder für die Cowboys, die sich um das Vieh kümmern. Howdy, sagt der Junge da schon. Was haben wir denn hier? Hier kommen wir nicht rein, ist abgeschlossen, zur Sicherheit wahrscheinlich. Kein Wunder, immerhin treibt sich hier auch John Marston herum. Und die Leute wissen ja nicht, wer John Marston ist, genauso wenig wie wir. Das werden wir ja noch alles erfahren, die Geschichte unseres Helden hier in Red Dead Redemption. Ja, viel zu tun gibt's hier ansonsten nicht mehr. Ich glaube, dann legen wir uns mal schlafen. Und sind gespannt, was der nächste Morgen bringen wird. Beziehungsweise die nächste Folge, die wir dann morgen erleben werden. Gute Nacht, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.